Herzlich willkommen, Sim-Racing-Freunde, wieder bei einer Folge Sim-Racing, das Sachen macht und dass es zum Schluss auch Spaß macht, habe ich euch heute mal wieder ein kleines Tutorial zu Le Mans Ultimate und zwar zu dem Thema Spiegel einstellen und Cockpit einstellen. Ihr wisst es vielleicht aus meinen älteren Videos. Mich hat es immer gestört. Ich wusste nicht, wie man die Spiegel einstellt oder verstellt, beziehungsweise findet man halt nichts in den Menüs, wo man das irgendwie machen könnte. Jetzt habe ich mich durch so 400.000 Foren geblättert und gelesen und bin da drauf gestoßen. Also der Mans Ultimate kommt ja aus der Schmiede von R-Factor 1 und 2. Ne? Und da gibt es ja doch schon eine riesen Community und die haben da geschrieben, ist es von den ganzen Einstellungen ja ähnlich oder vieles einfach verdammt gleich, wie es damals bei R-Factor eben war, und dazu eben dann einfach die Beschreibungen, wie man denn das alles einstellen kann. Und das super Erfreuliche, ich habe dann eben auch gleich noch gefunden, wie man den Blickwinkel, den Kopfwinkel im Cockpit einstellen kann. Und das will ich euch heute alles zeigen. Bevor wir reingehen ins Auto, gucken wir in die Einstellungen. Da ist es nämlich wichtig, dass ihr unter Steuerung bei Kamera euch die hier Sitz- und Sichtfeld, dass ihr euch das mit irgendwelchen Knöpfen oder mit der Tastatur eben belegt. Also ich habe es jetzt einfach auf meine Buttonbox gelegt. Sitz nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten und wichtig auch Sichtfeld erweitern und verringern. Legt euch die Sachen auf entweder Tasten, die ihr euch merken könnt, oder halt auf eine Buttonbox, wie auch immer. Habt ihr das gemacht? Gehen wir hier raus und starten einfach mal in einem GT3. So, da sind wir in der Garage. Losfahren. Ich versuche mal, ohne mein Mikro zu zerstören oder mein Handgelenk, die Karre anzuwerfen und fahre mal hier kurz raus. So, an die Seite ran. Ja, und dann fährt er mich hier über den Haufen. Vielen Dank. Dann stellen wir uns halt hier ab. So. Machen wir Auto wieder aus. So, jetzt seht ihr schon Spiegel links, Spiegel rechts. Die zeigen irgendwo hin. Furchtbar. Also weit, weit, weit nach außen. Wirklich furchtbar. Jetzt haben wir hier uns ja die Tasten dementsprechend belegt und können mit dem ja den Sitz einstellen. Das mache ich auch noch kurz. Also ich würde hier auf jeden Fall einen Ticken nach hinten gehen. Nach unten muss ich nicht unbedingt. Man sieht es dann immer auch hier über dem Tacho, was ich denn gerade ändere und auch die Werte dazu, was auch immer die bedeuten. So, also Sitzposition, sagen wir jetzt einfach mal, wäre so ganz cool. Und jetzt kümmern wir uns um die Spiegel. Um den linken Spiegel einzustellen, brauche ich trotzdem noch eine Tastatur und drücke hier die Steuerungstaste. Und wenn ich die halte und dann den Joystick für den Sitz benutze, dann seht ihr schon, bewegt sich hier mein Spiegel. Hier drüben sehen wir auch Parameter, linker Spiegel. Kann ich jetzt die Werte ändern. Und jetzt kann ich mir den hier so weit rüberfahren. So wäre zu weit. Aber so wäre doch jetzt mal cool und wie in einem echten Auto. Und das gleiche machen wir mit dem kleinen rechten hier drüben. Ihr seht ja, der zeigt Vogelwild zur Boxengassenwand. Hier drücke ich nicht die Steuerungstaste, sondern die Alt-Taste und kann dann den eben
dementsprechend auch reinziehen. Also man muss da unglaublich lang dran halten, bis das dann wirklich passt. Und jetzt sehe ich den Streifen von der Boxengasse und habe auch gerade schon ein Fahrzeug vorbeifahren sehen. Da kommt wieder einer. Juhu. Cool. Das wäre so die Sache. Weitere Gimmick, wir können sogar den Innenspiegel, in dem Fall jetzt die Kamera, können wir auch einstellen, indem wir Steuerung und Alt gemeinsam drücken. Seht ihr hier Parameter Innenspiegel und ich kann den jetzt auch hier eben dementsprechend verschieben. Voll genial. Weitere Gimmick zum Spiegel, es hört nämlich gar nicht auf, also wenn man mal weiß wie, dann gibt es 1000 Möglichkeiten und bis ins Unermessliche. Man kann auch sogar noch den Spiegel rein und raus zoomen, indem ich Steuerung und die Umschalttaste gedrückt halte. Jetzt kommt hier schon Spiegelgröße und da ändern sich dann quasi alle Spiegel gemeinsam. Entweder zoome ich rein oder ich zoome raus. Ne? Voll genial. So, jetzt hätten wir das für den GT3 schon mal ordentlich. Blickwinkel, also meine Kopfneigung, brauche ich hier jetzt nicht, weil das Cockpit eigentlich wunderbar passt. Aber in den LMPs und Hypercars werdet ihr jetzt gleich sehen, weil da springen wir jetzt kurz rein, schaut es zumindest bei mir im Standard furchtbar aus. Und deshalb sagen wir hier Tschüss. So, im Hypercar in der Boxengasse, wir fahren wieder raus. Ich versuche zu starten. So, hoffentlich mäht uns nicht gleich wieder einer um. Stelle mich da wieder an die Linie. So, und mach wieder aus. Okay. Also, gleiches Spiel könnten wir jetzt hier wieder machen mit den Spiegeln. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal ums Cockpit. Ihr seht, ich sehe hier, durch das, dass ich kein Lenkrad eingeblendet habe, weil ich ja mein Lenkrad hier direkt vor dem Monitor habe, will ich da eigentlich nur mein eigenes sehen. Sehe ich die Lenksäule, was mich stört. Ne? Und jetzt ist das nächste Tragische. Also jetzt fahre ich erstmal ein Stück weit nach hinten. Ich denke, so würde das passen. Und wenn ich jetzt aber, selbst wenn ich jetzt den Sitz ganz hoch fahre, habe ich immer noch die Lenksäule vor der Nase. Und das kann man ändern, indem wir den Blickwinkel von meinem Kopf hier einfach verändern. Jetzt haben wir ja vorher in den Einstellungen Sichtfeld verringern, Sichtfeld vergrößern auch noch nicht eingestellt, sondern auf einem Knopf vergeben. Und da dachte ich eigentlich immer, das ist irgendwie oder hat was mit Field of View zu tun oder so. Das will man ja nicht verändern. Aber wenn ich den Schalter hier jetzt betätige, passiert bei mir gar nichts. Also ich verändere weder Field of View noch irgendwas anderes im Auto. Wenn ich aber Steuerung und Umschalttaste gleichzeitig gedrückt halte und dann den Knopf betätige, dann seht ihr, kann ich quasi meinen Kopf pitchen, ändern. Ne? Hier sehen wir drüben auch Sitzkamera mit Winkelangabe und jetzt fahre ich mal so weit runter, dass ich die Lenksäule eben nicht mehr sehe. Also so wäre das jetzt ganz fein für mich. Und dann könnte ich wieder die Spiegel herholen. Linker Spiegel, Steuerung. So in etwa. Rechter Spiegel, Alt. Hoi. Dann im Prinzip so.
Die Linie ist zäh, wunderbar. Und wir können richtig Spaß haben. Und vor allem Immersion. Und Immersion ist für mich wichtiger als Hubraum. So macht es jetzt auf jeden Fall für mich wieder richtig fun, das Game. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Goodbye. Ciao.